der bunten Klemmbausteine und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe Lego World. Unglaublich, aber wahr. Seit nunmehr fast 8 Jahren begleitet ihr mich beim Bau dieser großen Stadt aus unzähligen Legosteinen. Und deshalb, so habe ich mir gedacht, schauen wir in diesem Video noch einmal zurück auf die Highlights der vergangenen Jahre. Mit diesem Intro begann damals die erste Folge Lego World, die im Übrigen nur ganze 2,5 Minuten Laufzeit hatte. Doch bevor hier überhaupt etwas in Sachen Lego entstehen konnte, musste zuerst aus diesem Rohbau der Keller werden, wie ihr ihn heute kennt. Tja, und als das erledigt war, musste natürlich erst einmal der hölzerne Unterbau errichtet werden. Und erst danach durfte der Schnellzug in der noch leeren Lego World seine ersten Runden drehen. Nun, da die Vorbereitungen erledigt waren, ging es an die Stadtplanung. Und so gab es bereits in der zweiten Folge Ideen für einen großen Berg, einem langen Sandstrand und der Lage des späteren Stadtzentrums. Und so war es kaum verwunderlich, dass in den nächsten Videos mit dem Bau des Brick Mountain begonnen wurde. Zeitgleich wurde am anderen Ende der Stadt das Layout für den Brick Beach errichtet. Schon wenige Wochen später folgte mit dem Stadtpark das neu angelegte Zentrum der Lego World. Ab sofort konnten die Bewohner der Stadt sich hier nun nach Lust und Laune im Grünen vergnügen oder bei einem Picknick ein wenig entspannen. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wuchs das Bergmassiv weiter. Das Stadtzentrum nahm langsam Form an und auch am Strand wurde fleißig weitergearbeitet. Gegen Ende des Jahres begann dann der Bau des Weihnachtsdorfes, das übrigens zukünftig einmal die Spitze des Brick Mountain zieren soll.
Auch im Jahr 2018 wurde gebaut, was die Steine hergaben. Die Brick Avenue wurde größer und länger. Der Brick Mountain verdreifachte sogar sein Volumen und der Badestrand hatte nun auch eine stattliche Größe erreicht. Was der Stadt jetzt noch fehlte, war ein eigener Bahnhof. Und so bauten wir in gleich 6 extra langen Videos den neuen Hauptbahnhof der Lego World. Das nächste Bauvorhaben startete am Fuße des Brick Mountain, denn dort entstand in 2 weiteren Lego World Folgen eine große Holzhütte. Ein paar Wochen später kehrten wir zur Location am Berg zurück und begannen mit den ersten Arbeiten an unserem neuen Campingplatz. Mit dem neuen Jahr begann der große Ausbau der Eisenbahnstrecke. Und so führten uns die neu verlegten Gleise nicht nur durch die Lego World, sondern verliefen auch schon bald unterhalb der Stadt. Das Stadtzentrum und die Brick Avenue wurden ebenfalls weiter ausgebaut. Und so entstand zwischen den vorhandenen Häuserzeilen ein Eckhaus, das sich nahtlos ins Stadtbild einpassen sollte. Da nun auch ein Teil der Zugstrecke unterhalb der Stadt entlang lief, entstand mit dem U-Bahnhof ein weiteres Großprojekt in der Lego World und dank eurer kreativen Ideen damals, wie ich finde, auch die schönsten Werbetafeln der Stadt. Gegen Ende des Jahres, in der Adventszeit, bauten wir mit dem Weihnachtsmarkt ein Projekt,
was es bis heute noch nicht als fester Bestandteil in die Stadt geschafft hat. Aber so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten. Eines Tages werden auch die Bewohner der Lego World in den Genuss von Glühwein, Keksen und gebrannten Mandeln kommen. Und damit sind wir am Ende des ersten Teiles unseres großen Lego World Rückblickes angelangt. Ich hoffe, es war aus den ersten 4 Jahren Städtebau auch etwas für euch dabei und freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Den zweiten Teil des großen Lego World Rückblickes seht ihr dann ab dem nächsten Wochenende hier auf diesem Kanal. Bis dahin genießt den Sommer, passt auf euch auf und bleibt kreativ.